In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Cell Trailing Stop für einen gleitenden Durchschnitt programmieren kann. Wenn wir hier hineinzoomen, dann sehen wir, dass wir eine Cell-Position haben. Hier ist der gleitende Durchschnitt und der Stop-Loss wird hier nachgezogen. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler SMA Cell Trailing Stop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier entfernt werden und wir löschen auch die beiden Kommentarzeilen. Im ersten Schritt nutzen wir die Include-Anweisung, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und stellt uns vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Dazu erstellen wir uns zunächst eine Instanz von der Klasse cTrade und geben ihr den Namen Trade. In der OnTick-Funktion erstellen wir eine statische Variable vom Typ Double. Die bekommt den Namen Last Stop Moving Average Value und wird den jeweils vorhergehenden Wert für unseren Stop Moving Average Wert aufnehmen. Außerdem benötigen wir die Werte für den Ask-Preis und den Bid-Preis. Die liefert uns die Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen entweder Symbol_Ask oder Symbol_Bid. Und mit Normalized Double und _Digits stellen wir sicher, dass wir die richtige Anzahl von Nachkommastellen für jedes Währungspaar automatisch berechnen. Damit wir einen Stop-Loss nachziehen können, brauchen wir auch eine Testposition. Wenn also die Funktion PositionsTotal einen Wert kleiner 1 zurückliefert, dann heißt das, wir haben keine geöffnete Position. Und dann nutzen wir Trade.Sell, um eine Position für 10 Microlot zu verkaufen. Im nächsten Schritt setzen wir hier den Wert für Last Stop Moving Average Value auf einen unrealistisch hohen Wert von 1000. Man könnte den Wert hier auch auf 0 setzen, dann müssten wir aber eine zusätzliche Überprüfung einbauen, denn in der Regel wird bei einem Cell Trailing Stop geprüft, ob der aktuelle Stop-Loss tiefer ist als der vorhergehende Wert und der wird niemals kleiner als 0. Darum machen wir das in diesem Fall einfach mal so. Für unseren einfachen gleitenden Durchschnitt erstellen wir jetzt ein Array. Das wird im nächsten Schritt mit ArraySetASeries von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Und mit der in MQL5 enthaltenen Funktion IMA erstellen wir uns jetzt für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit für 500 Kerzen ohne eine Verschiebung zu nutzen, einen Simple Moving Average, darum nutzen wir Mode_SMA. SMA steht für Simple Moving Average und wir möchten gerne, dass die Ergebnisse anhand der Schlusskurse berechnet werden. Mit CopyBuffer füllen wir jetzt unser Moving Average Array anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben, und zwar für Buffer 0. Das ist diese Linie hier von dem gleitenden Durchschnitt. Wir starten bei der aktuellen Kerze 0 und füllen unser Moving Average Array mit Werten für 3 Kerzen. Danach können wir den aktuellen Wert ermitteln, indem wir uns einfach den Wert für Kerze 1 aus unserem Array herausholen. Zunächst einmal möchten wir wissen, ob der Wert für den Stop-Loss Moving Average größer ist als der aktuelle Ask-Preis. Und außerdem macht es nur dann Sinn, wenn sich der Wert so verändert hat, dass er jetzt niedriger ist als der letzte gemessene Wert, denn bei einem Cell Trailing Stop macht es keinen Sinn, den Stop wieder weiter nach oben zu schieben. Und wenn diese beiden Bedingungen wahr sind, dann möchten wir eine Funktion mit dem Namen Check SMA Cell Trailing Stop aufrufen. Der übergeben wir dann den aktuellen Bidpreis und den berechneten Wert für den Stop Moving Average Wert. Anschließend weisen wir den aktuellen Wert der Variable Last Stop Moving Average Wert zu, denn diese Variable wird beim nächsten Mal ja genutzt. Und der aktuelle Wert ist beim nächsten Funktionsaufruf ja der letzte Wert. Unsere benutzerdefinierte Funktion
hat keinen Rückgabetyp, also nutzen wir hier Void. Der Name ist Check SMA Cell Trailing Stop und wir übergeben hier als Parameter 1 den Bitpreis und als zweiten Parameter den Stop Moving Average Wert. Im Anschluss nutzen wir eine For-Schleife, um alle geöffneten Positionen durchzugehen, solange bis keine mehr übrig ist. Jetzt können wir mit der Funktion PositionGetSymbol für den aktuellen Schleifenzähler das Währungspaar ermitteln, zu dem die jeweilige Position gehört. Denn natürlich können wir Positionen von unterschiedlichen Währungspaaren haben. Wir möchten aber nur dann weitermachen, wenn das Währungspaar auf dem Chart mit dem Währungspaar von der Position übereinstimmt. Falls das passt, nutzen wir PositionGetInteger und übergeben den Parameter Position_Ticket. Das wird uns die Ticketnummer für die aktuelle Position liefern. Mit der Funktion PositionGetDouble und dem Parameter Position_SL holen wir uns für diese Position noch den aktuellen Stop-Loss. Und jetzt prüfen wir, ob der aktuelle Stop-Loss größer ist als der Wert für unseren gleitenden Durchschnitt oder ob wir gar keinen Stop-Loss haben. In dem Fall ist der Wert 0. Und wenn alle diese Bedingungen zutreffen, können wir jetzt mit Trade Position Modify für das aktuelle Positionsticket den Stop-Loss verschieben und auf den aktuellen Wert für Stop Moving Average Value anpassen. Dieser zweite Parameter hier steht auf 0. Den könnte man nutzen, um den Take Profit Wert anzupassen. Das wollen wir aber in diesem Beispiel nicht tun. Zum Schluss machen wir hier noch die beiden Schleifen zu und beenden die Funktion. Und das war's auch soweit. Wenn Ihnen das hier alles zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht die anderen Videos in dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch unser Premium-Kurs auf der Webseite interessant für Sie. Aber jetzt klicken wir hier erstmal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Bei mir gab es keine Fehler und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simpler SMA celltrailingstop.ex5 aus, markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier sehen wir eine erste Position, die eröffnet worden ist. Wir müssen etwas in das Chart hineinzoomen. Dann sehen wir hier den Moving Average, also den gleitenden Durchschnitt. Und tatsächlich wird hier auch der Preis für den Trailing Stop immer wieder angepasst. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für einen gleitenden Durchschnitt einen Trailing Stop für Verkaufspositionen programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.